Spark the Electric Chester 2, was man eigentlich unironisch eher Spark the Electric Chester nennen könnte, weil Spark da eigentlich gar nicht vorkommt, aber egal. Hat Febert das Spiel in die 3. Dimension gebracht und das mit vollem Erfolg. Ich könnte jetzt auf all die tollen Dinge eingehen, die das Spiel zu bieten hat, aber ich weiß, dass ihr nur aus einem Grund hier seid. Natürlich, um dich leiden zu sehen. Und damit hat er nicht ganz unrecht, denn für dieses Video musste unter anderem mein Controller sehr leiden. Und ich natürlich auch. Warum, werdet ihr früh genug noch merken. Im Unterschied zum ersten Teil hat dieses Spiel insgesamt 11 Errungenschaften, wovon 4 am einfachsten zu holen sind und bei dem Rest wird schön gelitten. Aber das will Febert scheinbar sehen, was er bei mir definitiv geschafft hat. Und das Beste ist hier, dass man die Errungenschaften zum Teil gut zusammenfassen kann. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Wie beim ersten Teil gibt es auch eine Errungenschaft für das Abschließen der Story, doch hier kann man, wenn man ganz hardcore ist, gleich 4 Errungenschaften auf einmal bekommen. Ihr habt richtig gehört, das ist tatsächlich möglich. Denn neben der normalen Errungenschaft gibt es eine, wenn ihr das Spiel mindestens auf Hard, eine, wenn ihr mindestens auf Very Hard und eine, wenn ihr das Spiel im Schwierigkeitsgrad Challenge abschließt. Klingt erstmal simpel, doch was sind die Unterschiede zwischen den Schwierigkeitsgraden? Nun, bei Normal, Hard und Very Hard ist der Unterschied, dass der Schaden, den man pro Treffer leidet, deutlich höher wird, doch bei dem Challenge Mode wird das Ganze noch krasser. Ihr könnt maximal einen Treffer einsteigen und beim zweiten werdet ihr, wenn ihr bis dahin eure Lebensleiste nicht ein bisschen auffüllt, sterben. Zudem hält die Barriere zum Parieren nur noch ca. 0,75 bis 1 Sekunde. Aber dafür teilt ihr generell mehr Schaden aus als bei den anderen Schwierigkeitsgraden. Ich empfehle jedem, der mit dem Spiel noch nicht vertraut ist, Schritt für Schritt die Schwierigkeitsstufe zu erhöhen, weil allein der Challenge Mode, obwohl auf Very Hard trifft das Ganze auch zu, kann sehr schnell für sehr viel Frust sorgen. Während des Storyruns werdet ihr auch hin und wieder Disketten finden, womit ihr alle Grafiken des Spiels in der Galerie freischalten könnt. Und alle einzusammeln schaltet auch eine weitere Errungenschaft frei. Klar kann man sich die Disketten auch für einige Bits im Shop kaufen, aber ich rate euch dringend, das erst nach Abschluss der Story zu benutzen. Und damit enden auch die leichten Errungenschaften. Denn jetzt wird es richtig heftig und auch teilweise asozial. Denn wir kommen jetzt zu den Run-Errungenschaften. Und davon gibt es 2 zu holen. Die erste bekommt man, wenn man bei allen Stages und Bossen den Diamantrang für die schnellste Zeit bekommen hat. Bei den Bossen und einigen Stages geht es zwar, aber es gibt Stages wie FM City, Titanic Tower oder auch Apocalypse Thruster, wo die Vorgaben mehr als heftig sind. Und um diese zu schaffen, muss man schon perfekt spielen. Fun Fact, gegen Ende der Aufgabe habe ich auch mal erfahren, dass man mit der Spezialattacke von der Rider-Fähigkeit massiv beschleunigen kann. Das hätte mir mit Sicherheit so einige Frustmomente erspart. Aber jetzt mal Retalk. Wie kam Febert bei FM City auf die geniale Idee, dass man für den Diamantrang 50 Sekunden vorgibt? Wenn man jetzt nicht alle Moves richtig macht, ist das eigentlich unschaffbar und ich habe gefühlt 1 Stunde dran gehangen. Das meinte ich by the way mit Leiden, aber da kommt noch mehr. Für die zweite Aufgabe muss man das Level abschließen und die Punktevorgabe für den Diamantrang brechen, wo so manche Level wie der Apocalypse Thruster, ich und die Stage werden niemals Freunde werden, mehr als asozial sind. Doch wie bekommt man überhaupt Punkte jenseits der 1 Million, beziehungsweise generell so viele Punkte? Das ist nur dann erreichbar, wenn man den Score-Multiplikator so hoch steigert wie nur möglich. Jedes Mal, wenn ihr einen Bit einsammelt oder einen Gegner besiegt, füllt sich oben rechts in der Scoreleiste der Balken. Hat dieser das Ende erreicht, wird der Multiplikator erhöht und den müsst ihr über das ganze Level hinweg erhöhen, um so die nötigen Punkte zu bekommen. Aber Vorsicht, wenn ihr nichts einsammelt, geht der Multiplikator langsam zurück und wenn ihr Schaden nehmt, dann verliert ihr instant eine Multiplikatorstufe. Sprich, man muss ohne Schaden zu allein den Score erhöhen, um das zu schaffen. Klingt relativ einfach, aber Febert hat noch eine kleine Hürde eingebaut. Sobald das Zeitlimit von 5 Minuten erreicht ist, könnt ihr keine Punkte mehr einsammeln und mit jeder weiteren Sekunde, die vergeht, verliert ihr massiv Punkte. Sprich, man muss schnell und vorsichtig sein. Und gerade diese beiden Faktoren haben mir bei den letzten 4 Stages, abseits von Planet Stripe, alle Nerven mehr als geraubt. Aber es ist nicht so, dass das schon das Ende ist. Da kommt jetzt noch mehr. Wie im ersten Teil gibt es auch zusätzliche Challenges im Tour-Modus. Insgesamt gibt es 4 Aufgaben und wer jetzt denkt, dass man dort auf dem Challenge-Schwierigkeitsgrad spielen muss, wie man es auch von der Spark Challenge aus dem ersten Teil erkennt, der kann hier definitiv aufatmen. Denn ihr könnt innerhalb des Stages und Bosse jederzeit den Schwierigkeitsgrad abändern und es hat keinen Einfluss auf den Abschluss der Challenge. Außerdem empfehle ich für zweite Aufgaben euch die Superfähigkeit im Shop zu holen, die ihr bekommt, wenn ihr die beiden vorherigen Errungenschaften abgeschlossen habt. Denn diese wird noch sehr nützlich werden. Aber was ist denn genau zu tun? Bei der Stage Journey müsst ihr nur die normalen Level spielen und dürft dabei kein einziges Mal sterben. Ansonsten dürft ihr direkt von vorne anfangen. Und diese Aufgabe hat massiv Frustpotenzial. Vor allem, wenn man die Challenge fast abgeschlossen hat und dann sowas passiert.
Seitdem bin ich bei den späteren Challenges da vorsichtig lang gegangen, weil das frustriert einen ansonsten total. Die nächsten 2 Challenges kann man zusammenfassen, da man bei diesen das komplette Spiel mit 5 Leben durchspielen muss. Sprich die Stages und auch alle Bosse. Allerdings sieht man nicht, wie viele Leben man noch hat, also man muss mitzählen, wie oft man gestorben ist. Allerdings gibt es zwischen den beiden einen sehr großen Unterschied. Bei der Challenge Electric Chester Journey muss man ohne Fähigkeiten auskommen, während man bei der anderen die Fähigkeiten noch nutzen kann. Bei diesen Aufgaben, und das gilt eigentlich für alle Challenges, empfehle ich ausdrücklich, wenn ihr die Sorge habt, dass es schwierig werden könnte, den Schwierigkeitsgrad auf normal runterzuschrauben. Ihr könnt gerne auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad die Dinger spielen, aber danach wollt ihr nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben. Das verspreche ich euch. Und die letzte Aufgabe ist das Äquivalent zum Stage Journey. Nur betrifft es die Bosse und da ist mein Tipp, spielt das auf gar keinen Fall weder im Challenge noch im Very Hard Mode. Weil mit Ausnahme der Phasenwechsel beim Final Boss kriegt ihr im Verlauf der Challenge keine Heilung. Sprich, ihr müsst all die Kämpfe über mit der Leiste auskommen und das ist schon sehr heftig. Und dabei alle Angriffe der Bosse zu kontern ist, wenn man die vorherigen Errungenschaften schon geholt hat, schon zwar etwas einfacher, da man die Muster dann ziemlich genau kennt, aber es ist viel zu übertrieben, damit Challenge Mode oder gar mit Very Hard an die Sache ranzugehen. Das wollte ich hier nur nochmal erwähnen. Und wenn ihr die Challenges abgeschlossen habt, dann habt ihr das Spiel zu 100% durch und damit alle Errungenschaften freigeschaltet. Und damit sind wir am Ende des Videos. Was haltet ihr von den Errungenschaften und findet ihr auch, dass die Vorgaben für die Diamantränge teilweise zu übertrieben sind? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das nächste Game, welches ein Errungenschaftsvideo bekommt, kann ich hier leider noch nicht verkünden, da ich selbst dazu noch keine Entscheidung getroffen habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Errungenschafts- oder einem anderen Gaming-Video wieder. Bis dahin und ciao!